Hallo ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Battlefleet Gothic Armada. Und heute fangen wir, ja, weil das Spiel ja jetzt endgültig, schon eine Woche released ist, komme ich endlich dazu, mit euch die neue Kampagne, den Gothischen Krieg oder Gothic Krieg, zu beginnen. Fangen wir gleich an, ohne lange Umschweife. Ich glaube, was ist denn das? Eisenmann? Ich nehme normal. For 10,000 years, the Imperium of Man has endured under the rule of the immortal Emperor. The worlds of man are scattered across the galaxy, threatened by savage aliens, heretics who defy the Emperor's will, and horrors lurking upon forgotten worlds. It is a time of endless war, selfless heroism, and blackest infamy. I see fortresses in the stars. A circle of 6, but they sleep yet and must be awakened. Ride upon the storms of chaos. Gather your rivals around you. Send discord and terror throughout 1,000 worlds. Abaddon the Despoiler, War Master of Chaos. You speak in meaningless riddles. What are the fortresses in the stars? Answer me or die now! Stop this foolishness. I have consorted with creatures far more powerful than you. Speak, crone, but I will remember your insolence. Seek the hand of darkness. Take the eye of night. With these, the citadels will be yours to command. A chorus of 1 billion throats will cry your name in fear and hatred. The stars themselves will run red with blood. If you have the courage for it. War Master. Wow, das war ein ziemlich geiles Intro. Habe ich bisher noch gar nicht angeguckt. Captain Spire, Data Log Alpha. Battlefleet Command has lost contact with Orbital Station Aleph in the Naxos system. I'm on my way to investigate. Sir, we're approaching the location of Orbital Station Aleph. Captain, the station is surrounded by an asteroid field. I have calculated the best approach for us to pass through it safely. Okay, und damit geht's also auch schon los. Yes, Admiral. Und wir spielen... Also, okay, wir sind anscheinend jetzt erstmal hier in einem Tutorial erstmal drin. Und wir spielen diesen Kameraden hier, Captain Spire hieß er, glaube ich. Ich habe den Namen gerade nicht so hundertprozentig sehen können. Naja, wird sicherlich gleich nochmal kommen. Ich schätze mal, der Typ bleibt wichtig. Ich hoffe übrigens, dass gerade eben das Intro für euch nicht zu laut war. So, sollen wir nochmal klicken. Das erste Mal war schon so schwer, jetzt müssen wir es gleich nochmal machen. Also die Basics haben wir ja schon begriffen. There's an active minefield directly ahead, Captain. We must maneuver quickly, or it is likely the ship will be damaged. All available power to the plasma thrusters. We're going to execute a high-energy turn. Underway. Ja. Ich möchte gerne dahin. Hui, okay. High energy turn successful, Captain. The thrusters are already recharging. Das kannte ich noch nicht, diesen High Energy Turn. Das muss ich ganz ehrlich sagen, der war mir bisher noch unbekannt. Aber ansonsten ist es bis jetzt eher durch, ja,
relativ easy. Und in echt ploppen die Dinge auch nicht direkt vor einem auf. Indicate that the orbital station is heavily damaged. I suggest we move in closer to discover what happened here. Okay, wir sollen jetzt hier näher fliegen zu dieser Weltraumkathedrale. We can reach the station faster by pushing the engine status to all ahead full. Ja, jetzt soll ich mal Fullspeed fliegen. All ahead full. Das kennen wir auch schon. Yeah! Ich würde gerne mal wissen, was es jetzt in echt für eine Geschwindigkeit ist. Weil gefühlt ist es ja eher so gemächlich. Aber wenn man bedenkt, dass das Ding, glaube ich, 10 Kilometer lang ist oder 3 Kilometer, dann ist die Geschwindigkeit schon nicht schlecht. So seine eigene Länge pro Sekunde zurücklegen bei 3 Kilometer Länge. 3 Kilometer pro Sekunde, ne? Wäre eine eindrucksvolle Geschwindigkeit. Schon nicht schlecht. Gleich sind wir da. Your orders? Na also. It seems like the station has been attacked recently. The enemy may still be lurking around. Sir, Huch. I recommend dispatching some of the ship's armsmen to board Orbital Station Aleph and report on what they find. Ja, sollen wir boarden? Boarding party is underway, Captain. We're seeing several weapon impacts and signs of explosions on the bulkheads. We found the command center, sir. This place is a mess. It's full of bodies. The station's command crew. They're all dead. Act cautiously, Sergeant. I have a bad feeling about this. Das ist bestimmt eine Falle. We found a survivor. Sir, the station is a trap. Ja. We're under attack by traitor forces. Yeah, okay. Captain, a defense platform on the station has activated and is targeting our vessel. Broadside macro cannons ready to fire on your order, sir. Ja, dann schieß doch. Mach das Ding kaputt. Ich hätte jetzt gerne hier so diese zusätzlichen Befehle, die ich eingeben kann, aber geht nicht. Okay, das Ding schießt jetzt. War klar, dass es eine Falle ist. Wir sind schließlich hier im Warhammer 40.000 Universum. Ich würde mir Sorgen machen, wenn etwas keine Falle wäre. Dann wäre die Falle so geschickt gewählt, dass man sich wirklich Sorgen machen muss. Zerstöre dieses kleine, wehrlose Ding, bevor unser Lack angekratzt wird. Oh nein, unser Lack ist angekratzt. Ja, jetzt ist das Schiff nichts mehr wert. Scheiße. Aber der Weltraum, oh, der sieht so episch genial aus. Oh, herrlich. Destroyed, Captain. We blew it to pieces. Sir, I'm picking up some strange signals in the nearby gas cloud. Oh, Moment. The signals. They're iconoclast destroyers. Chaos ships. Ach, This sector is a long way from the Eye of Terror. What could they be after here? Whatever their reasons, Captain, these heretics must be destroyed at once. Captain, Okay. consulting the ship's cogitators and machine spirit can help guide you in making tactical decisions in battle. so, jetzt haben wir die nächste. Ne, doch nicht. Taktische Cognitator. Ach ja, das war das hier jetzt. Activating tactical cogitators. Den sollte ich jetzt hier einsetzen. Das kriegen wir schon hin. Execute high energy turn. So, ich möchte nämlich an dieses Schiff ran. Ja, ja, der Tactical Cognitator, der ist ganz nett, aber eigentlich bin ich der Meinung, man braucht ihn nicht wirklich. Ich möchte, wenn es geht, an die rankommen. Ah, jetzt können wir die Genauigkeit erhöhen. Gib ihm! Gib ihm Saures! Komm jetzt mal näher ran. Ja, den kriegen wir jetzt so kaputt. Müssen wir mal gucken, dass wir den hier kaputt kriegen. Als die Schilde unten waren von diesem kleinen Chaos-Fregattchen, war es relativ schnell geschehen. Und oh Gott, nein, wir fliegen volle Kanne rein in den... In das Asteroidenfeld. Wollte der Navigator nicht eine sichere Route drumherum suchen? Verräter! Packt ihn in den Schmerzverstärker. Oh, da kommen die Geschosse an und ich möchte dich jetzt boarden, wenn ich darf. Komm, lass dich boarden.
Lass dich boarden! Das ist also nicht wahr sein. Understood. Oh Mann. Orders received. Wenden! Changing course. Und boarden! Das hat gesessen. Engines hot. Sehr gut. Aber unser Schiff hat ganz schön Schaden genommen gegen diese kleinen Scheißer hier. Überraschend viel Schaden. Captain, the auger arrays are reporting more enemy signals. Many more. Gigantic Chaos Fleet. There's no way we could survive fighting them head-on. Contact the High Command immediately. Unable to do so, Captain. All communications are jammed. Captain, there may be a way for us to escape and warn Port Moore. We could risk an emergency warp jump. It's risky to engage the warp engines this close to the star's gravitational field. But the Chaos Fleet has us boxed in. Okay. Sir, we don't have any other options. Wir hauen ab. Da sind Schiffe dabei, die sind von der Klasse her so hoch, die habe ich noch nie gesehen. Preserve us from the dangers of the void. Do it! Oh Gott, wie viele! Also wenn... Das würden wir nicht lange überleben. Gut, oh, okay, scheinbar ist jetzt das Tutorial an der Stelle schon beendet. Und wir sind siegreich, weil wir feige geflohen sind und damit alle Werte des Imperiums und des Imperators verraten haben. Hey, Moment. Das ist ja gar nicht gut. Das ist ja gar nicht gut. Ich wette, das hat Konsequenzen. Naja, immerhin haben wir jetzt ein Level-Up. Warum sieht der Captain jetzt so komisch aus? Ich dachte, wir wären der Captain Spire. Man weiß es nicht. Fort Moerp, Hauptstadt des Gothic-Sektors. Und Hauptquartier der Raumflotte Gothic. Sieht krass aus, kann man nicht anders sagen. If what you say is true, Captain Spire, a vast Chaos Fleet is massing for attack. Inquisitor Horst, are you sure of this man? Maybe we should consider someone else. Isn't this captain from a planet that rebelled against the Emperor's will? Enough! His faith will be tested thoroughly. Das zahlt bestimmt die Krankenkasse nicht. For he is the salvation of mankind. Obey his words, for he will lead you into the light of the future. Honor his servants, for they speak his voice. Tremble before his majesty, for we all walk in his immortal shadow. Eieieiei. Let us begin. We needed to be certain. The enemy we face is no ordinary foe. I understand. You are to be promoted to the rank of Admiral and given command of a fleet. I will not fail you, Inquisitor. There is much to do and little time, Admiral Spire. I fear a storm coming to the Gothic sector. One we are not yet prepared to face. Okay. The Gothic sector is beginning to turn away from the Emperor's light. Treachery, sedition, and heresy have broken out like a plague upon our worlds. Admiral Spire, your new rank entitles you to command a small war fleet of Imperial Navy ships. It is your task to ensure the citizens of the Imperium remain safe and loyal. Okay, Verräter. Imperiale Soldaten, die sich gegen den Imperator auflehnen, werden versuchen, ihnen Systeme abzunehmen. Diese Verräter sind zwar nicht Teil einer Bedrohung, doch sie
Doch an sie verloren gegangene Planeten bringen dennoch je nach System Abzüge für sie mit sich. In jeder Runde besteht die Chance, dass manche Welten ihnen, ja, von der Fahne gehen. Alles klar. Und das war jetzt gerade eben natürlich sehr, sehr interessant. Ein kleiner Einblick in die Welt von Warhammer 40.000. Wir sind dem Chaos begegnet, sind geflohen. Es gab keine Möglichkeit natürlich für das Oberkommando, das zu überprüfen, ob wir die Wahrheit sagen, ob wir nicht Teil des Verrats sind. Und deswegen haben sie uns einem extrem grausamen Test unterzogen. Und wir haben ihn offensichtlich bestanden. Und als Belohnung wurden wir erstens nicht getötet und zweitens in den Rang eines Admirals erhoben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Name Inquisitor Horst, ich weiß nicht, nichts gegen den Namen Horst, aber das muss für die Angelsachsen sehr episch klingen. Für uns Deutsche natürlich ist das jetzt eher so ein etwas älterer Name. Ich nenne es jetzt mal neutral. Wie gesagt, ich habe ja nichts gegen den Namen, aber es ist einfach so im Vergleich zu Captain Spire, ne? Und dann Inquisitor Horst, das ist so, ich weiß nicht. Egal. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall, anscheinend haben wir ein Zugsystem. Wir haben noch keine Welt verloren. Eigenschaften der Welt. Kardinalswesen. Diese Planeten gelten als heilige Schreinwelten und sind ganz und gar dem imperialen Kult gewidmet. Häufig stehen sie an der Spitze der Ekkleshierarchie ihres Sektors. Sie legen Zeugnis über die Macht des Imperators ab. Okay, also das sind irgendwie ganz, ganz wichtige Welten. Dann haben wir hier sowas, Basisproduktwelten, Makropolwelten stellen die Arbeitskraft, Agrarwelten, die Nahrung und Mineralwelten, die Mineralien, mit denen das Imperium der Menschheit Zeit und Raum überdauert. Also im Grunde Produktionsplaneten oder Ressourcenplaneten, könnte man auch sagen. Raumstationen. Raumstationen sind gewaltige Anlagen, die ganze Raumflotten auf dem Weg durch die Galaxis versorgen und betanken können. Sie verfügen über alle nur erdenklichen Einrichtungen für die Wartung von Schiffen. Dann gibt es hier noch Schola Progenium. Unter der Ägide des Adeptus Ministorum beherbergen Planeten namens Schola Progenium gewaltige Gebäudekomplexe, in denen die nächsten Generationen imperiale Offiziere und Administratoren ausgebildet werden. Okay, das haben wir hier zum Beispiel. Dann Portalwelten. Portalwelten sind günstig gelegen und werden häufig genug genutzt, um für Flotten als sicherere Routen durch den Warp gelten zu können. Portalwelten sind für jeden unverzichtbar, der sich schnell und effizient fortbewegen möchte. Dann Bastionen der Inquisition. Planeten, die von einer Inquisition rückerobert wurden, um einen vorgelagerten Brückenkopf für den Kampf gegen die Feinde der Menschheit zu schaffen. Okay. Also im Grunde ist das Frontlinie, kann man sagen. Dann Strafkolonien. Strafkolonien versammeln alle Kriminellen aller Planeten eines Sektors als den Ausschuss des Imperiums. Doch anders als bei den Dienern des Chaos lässt sich noch so manche Seele retten, weshalb solche Sträflinge oft die Chance bekommen, durch den Dienst in den Strafregionen im Kampf gegen die Feinde der Menschheit Läuterung zu erfahren. Und dann haben wir noch Omnisea-Tempel. Okay, Tempel des Omnisea sind mehr als nur Fabrikwelten, sondern den Techpriestern heilig. Und sie sind die Heimstatt ihrer geheimen Rituale. Ja, die Techpriester. In Warhammer 40.000 ist ja Technologie nichts, was man sozusagen einfach mal so mit Ingenieuren entwickelt und baut, sondern man ist quasi in so eine Art Vorsteinzeit wieder zurückgefallen. Das ganze Wissen, wie man etwas baut, ist verloren gegangen. Und es ist schon so weit, dass die Menschen eigentlich die Technologie, weil sie für sie viel zu komplex geworden ist, anbetet. Also im Grunde eigentlich so, wer von uns weiß schon wirklich, wie ein Handy funktioniert oder ein Computer. Es gibt sicherlich welche unter uns, aber stellt euch vor, die Anzahl der Menschen, die wissen, wie ein Handy oder ein Computer wirklich funktioniert, ist so gering und das Wissen ist so gering, dass ihr nicht einmal mehr wisst, dass Strom aus einer Steckdose kommt, sondern dass das für euch wie so eine Art magisches oder heiliges Portal ist, dass dem Kasten, der euch einen Blick in die Welt gibt, die nötige heilige Kraft verleiht. Und deswegen beten viele Leute einfach mal auch mal eine Steckdose an. Oder sowas in der Art oder ihren Fernseher. Einfach nur so, weil sie nicht mehr wissen, wie es geht. So, das letzte, was wir noch haben, ist,
Tech-Priester, das sind diejenigen, die letzten Endes dafür sorgen, dass das alles noch funktioniert. Ich glaube, das sind diejenigen, die noch am allermeisten wissen, wie es wirklich abläuft. Aber wahrscheinlich haben die auch nur eine grobe Ahnung und nicht ein wirklich echtes Ingenieurwissen. So, und dann gucken wir mal hier noch, was haben wir da noch? Fabrikwelten. Wie der Name bereits andeutet, handelt es sich bei Fabrikwelten um Weltplaneten, die einzig und allein dem Zweck dienen, verschiedene Güter für das Imperium der Menschheit herzustellen. Von Behausungen bis hin zu verheerenden Titanen, von Bolter-Munition bis hin zu schweren Fahrzeugen, alles unter der Ägide des Adeptus Mechanicus. Gut, wir sehen, dass die auch alle irgendwelche Werte haben, ist scheiß kompliziert. Und jetzt muss ich irgendwie priorisierte Missionen, also ich kann anscheinend hier auch theoretisch woanders, könnte theoretisch woanders draufklicken, wenn woanders eine Mission wäre, ist aber keine. Your first assignment is to put an end to the unrest and rebellion threatening a nearby system. Gut, unser erster Auftrag ist es, Unruhen und Aufstände ein Ende zu machen. Und dafür müssen wir einen Hinterhalt für ein Verräterschiff legen und die feindliche Flotte besteht aus imperialen Schiffen. Belohnung 50 für im Fall eines Sieges, 25 im Fall einer Niederlage, 30% Bonus der Kosten der vernichteten Schiffe bekommen wir oben drauf und 15% der Kosten für schwer beschädigte Schiffe. Alles klar, dann starten wir mal. This interface helps you prepare your fleet for the next mission. At the head of every fleet is the flagship. You must select one of your vessels as the flagship for each assignment. Choose your dauntless light cruiser as the flagship for this first operation. Ja, zum Glück, da habe ich eine Wahl. You have another captain assigned to your command. This captain commands a dauntless light cruiser and will assist you for the duration of the mission. Add his ship to your fleet. Smaller ships of the escort class can provide fire support or scout for the enemy. The Firestorm frigates are a good choice for this assignment. Gut, dann haben wir ja voll die Auswahl. Okay, und dann legen wir los. Also wir sind immer noch so ein bisschen im Tutorial drin, aber es ist auch... Es gibt auch einen guten Grund dafür, denn man sieht, es ist sehr kompliziert. So, jetzt möchte ich das... Ach, ich soll es dahin packen. Ja, Now that your cruisers are deployed, you must next determine where to place the Firestorm escort vessels. Wie gesagt. Your new promotion has placed you in command of the entire fleet, Admiral. That means you can order your captains to adopt engagement modes during the battle. These engagement modes define how your captains act in battle. You can change the engagement modes at any time. Admiral, the Firestorm escort ships have powerful prow weapons. I would advise setting these ships to a frontal attack. A good understanding of each ship's weapons is the best way to know which engagement mode to use. The macro cannons on our ships are most effective when fired at short range. Okay. Also soll ich die Makrokanonen so einstellen, dass sie auf kurze Distanz schießen. Und dann geht's los. We will advance as one group at the same speed. We will set course for a gas cloud and use it to ambush the rebel ships. Once our ships enter the gas cloud, it should mask our fleet's emissions. Understood. Ein Schiff soll da rein, hat er gesagt. Gut, dann machen wir das. Nachdem er erst den Befehl gegeben hat, dass wir als Gruppe fliegen, hat er sich ganz, ganz schnell mal umentschieden, der Captain Spire. Sein Wendehals, der sollte in die Politik gehen. Die Frage ist, wo ist jetzt das andere Schifflein? Wie gesagt, was ich mir manchmal wünschen würde, wären Vorspulfunktionen und nicht irgendwie so ein Tactical Cognitator, der alles noch langsamer macht in einer solchen Situation. Denn noch sehen wir gar nichts, nicht einmal ein Signal. Rest der Flotte. Wo will ich mit dem Rest der Flotte hin? Hat der es bald?
Oder muss ich mit dem anderen Schiff dahin? Ich muss natürlich mit dem anderen Schiff dahin. Das war irgendwie klar. At your command. Das habe ich jetzt irgendwie falsch verstanden gehabt, weil ich gebabbelt habe. So, okay, dann fliegt halt dahin. Kann ja nicht so schwer sein. The gas cloud conceals our fleet, sir. We're invisible to the enemy ships. Excellent. The trap is set. Now we wait for our prey. Sir, I've detected an enemy vessel. Shall I engage? Wait until you have identified your target, Captain. I have a probe ready to launch, Admiral. That ought to tell us what we're looking at. Very well, Captain. Was ist denn das? Launch the probe. Melter-Torpedos, das kenne ich Choose noch where gar you want nicht. the probe to go. The probe will identify any nearby signals. Wow, warum fliegt ihr? Das ist doch bescheuert. Warum sind die plötzlich losgeflogen? Ach, weil ich Auto-Engage gemacht habe. Ja. Das hat ja mal super All funktioniert. readings are confirmed. That ship belongs to the traitorous rebels. Now that we have identified the ship, our weapons cogitators can automatically target the enemy vessel. All ships, attack the enemy vessel. Okay. Your command. Dann, ich glaube, ich möchte tatsächlich jetzt mal die Melter-Torpedos abfeuern. Das sieht ja witzig aus. So, Admiral Spire, did Ravensburg send you to bring us to heel? There are other powers in the galaxy besides the Imperium, Admiral. They can reward you for your skill and your devotion. Tun wir mal gleich mal boarden. Damit es auch Spaß macht. Feuer an Bord! Wenn der jetzt gleich kommt, boarden wir gleich nochmal. Oder vielleicht sollten wir warten. Könnte sinnvoll sein, dass wir vielleicht warten, im Zweifelsfall einen Warp-Abbruch einzuleiten. Targeting the plasma generator drains the ship's power. They'll have difficulty using their warp engines. Ah, ich soll jetzt den Plasma Generator anvisieren, alles klar. Ready. Critical damage to the enemy ship, sir. Their void shield capacitors are destroyed. Weich mal aus, sonst wirst du getroffen. Ich habe das Gefühl, dass wir sowieso da nicht mehr zurande kommen mit den Torpedos. Nope, nope, nope. Kommen wir nicht. Sind die langsam im Vergleich zu den Elder. Wenn man sie halt erstmal gewöhnt ist, ne? So, jetzt schießen wir auf den da. Die schießen ja sowieso schon jetzt hier mit den Waffen drauf. Also frontal, das funktioniert. Jetzt möchte ich natürlich wieder gleich mit den Melter-Torpedos hier mal so eine Runde spielen. Awaiting orders. Helm coordinates acknowledged. Komm schon, triff ihn! Oh, das wird treffen. Bam! Die zünden an, das finde ich geil. Sagen wir mal einen Blitzschlag. Blitzschlag gescheitert, schade. Admiral, this is a battle we cannot win. I'm taking my ship out of this mess. Admiral, he is activating his warp engines and preparing to disengage from the battlefield. This cowardice cannot be tolerated! Admiral, we must put an end to this pitiful display and make an example of this craven fool! Ja, jetzt muss ich ihn exekutieren. Executed the captain and taken back control of the ship. Well done, Krath. You've been promoted to captain. Follow my orders and we'll get through this. As you command, Admiral. Ein Fähnrich direkt mal zum Captain, ne? Der hat den Captain erschossen, wird dadurch Captain. Das nenne ich mal schnell einen Aufstieg. Yes, Admiral. So, es ist Zeit, dass wir reparieren. Eigentlich, komm, dreh dich mal ein. Ich möchte die Melter-Torpedos verwenden. Acquiring new vector. Das machen wir mal die normalen Torpedos nochmal eine Runde. Komm. Und Feuer!
Bäm. Turm vernichtet. Engaging. Läuft doch. Ship ready. Entern war erfolgreich. Feuer an Bord. So, wir greifen hier gerade die Decks an. Ich glaube, ich möchte eigentlich auch mal den Antrieb angreifen. Your orders? Das stelle ich mir momentan gerade ein bisschen The nützlicher enemy vor. ship has activated its warp engines and is attempting to disengage. I have a strike team of Navy armsmen ready to sabotage the enemy's warp engines. We must act quickly and use the ship's teleportarium to launch the attack. Ah, okay. Your command. Fool! Your faith in the Emperor is as false as your courage. Silence this heresy. Das war getriggert, Fire all weapons. dass wir in dem Augenblick automatisch den Cooldown wieder weg haben, weil ich mich schon gefragt habe, wann werden die jetzt hier wahrscheinlich gleich fliehen, weil das war ja absehbar, dass die gleich fliehen werden. Und jetzt müssen wir halt wirklich haushalten mit unserem Skill hier. Sonst wird es unangenehm. Komm schon, Raketen, trefft! Wenigstens eine! Okay, sehr gut. 2 haben getroffen. Wall ships. You fought with valor this day and proven yourselves worthy of the Imperial Navy. Und damit, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss und Ade.